Hallo Freunde. Das erste Mal, als ich Leafy sah, war er ein trauriger Anblick. Meine Tochter Lily hatte ihn zusammengekauert unter der Verandaschaukel gefunden, zitternd in der Novemberkälte. Er war mit Dreck verfilzt und roch nach einem vergessenen Komposthaufen. Ich war davor gewarnt worden, streunende Katzen zu waschen, aber das arme Ding war so schmutzig, dass ich es nicht ertragen konnte, ihn so zu lassen. Als das warme Wasser über ihn hinwegfloss, gab der Schmutz nach und enthüllte einen glatten, schwarzen Mantel. Seine Augen, einst bewölkt, leuchteten leuchtend orange. Er war ein winziges Ding, kaum größer als ein Schuhkarton, aber mit unglaublich langen Ohren, die ihm ein albernes, liebenswertes Aussehen verliehen. Er sah aus wie ein Miniaturpanther, und ich konnte nicht anders, als seinem Charme zu verfallen. Beim Tierarzt erfuhren wir, dass Leafy eine Mischung aus siamesischem und häuslichem Kurzhaar war, ein gesundes, wenn auch unterernährtes Kätzchen. Er verschlang das Essen, das wir ihm anboten, und sein winziger Körper wuchs jeden Tag merklich. Unsere anderen Katzen, Texas, ein mürrischer Ingwer-Kater, und Behemoth, eine maßige Maine Coon, waren anfangs vorsichtig mit Blatt. Aber ihre Neugier überwältigte sie bald. Besonders Texas strahlte auf den kleinen Kerl, und die beiden verbrachten ihre Nächte damit, Verstecken zu spielen und sich gegenseitig mit spielerischer Wildheit durch das Haus zu jagen. Sogar Behemoth, normalerweise distanziert und gleichgültig, wurde in Leafys ausgelassene Spiele hineingezogen. Die beiden würden taumeln und ringen, ihr schwarz-weißes Fell ein perfektes Yin und Yang. Leafys lange Ohren wurden noch länger, seine orangefarbenen Augen funkelten vor Unheil und sein winziger Körper streckte sich aus und verwandelte ihn von einem zotteligen Kätzchen in einen schlagsigen, unbeholfenen Jugendlichen. Er hatte noch viel zu wachsen, aber er war nicht mehr die schüchterne, schmutzige Kreatur, die ich unter der Veranda gefunden hatte. Er war ein furchtloser Abenteurer, ein neugieriger Entdecker, ein wahres Mitglied unserer Familie. Eines Abends, als ich beobachtete, wie Leafy einen schelmischen Staubwedel durch das Wohnzimmer jagte, flackerte ein seltsamer, beunruhigender Gedanke in meinem Kopf auf. Er schien so schnell zu wachsen, so viel schneller als das durchschnittliche Kätzchen. Seine Ohren waren selbst für sein Alter unverhältnismäßig groß. Und seine Augen, diese leuchtend orangefarbenen Kugeln, hatten eine merkwürdige Intensität, fast räuberisch. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Da bemerkte ich etwas Merkwürdiges, Leafys langer, schwarzer Schwanz zuckte auf unnatürliche Weise. Es war nicht der verspielte Schlag eines Kätzchens, sondern eine ruckartige, fast roboterhafte Bewegung. Mein Herz hämmerte in meiner Brust, als ich hypnotisiert beobachtete, wie Leafys Bewegungen unberechenbarer wurden. Der verspielte Schlag auf den Staubwedel verwandelte sich in einen wilden, schlagenden Schlag. Seine hellen Augen verengten sich und sein Körper spannte sich an. Dann stürzte er sich mit einem plötzlichen, heftigen Ausfallschritt mit ausgestreckten Krallen auf Lily. Lily war zum Glück schnell und flink. Sie wich dem Angriff aus, ihr Gesicht bleich vor Schock. Aber die Veränderung im Blatt war unbestreitbar. Sein einst verspieltes Auftreten war durch ein bedrohliches, räuberisches Glitzern ersetzt worden. Wir wichen zurück, Angst packte unsere Herzen. Es war nicht das kuschelige Kätzchen, das wir vor wenigen Wochen aufgenommen hatten. Das war etwas anderes, etwas Gefährliches. Während wir zuschauten, verlangsamten sich Leafys Bewegungen, sein Körper entspannte sich. Er sah sich verwirrt um, als käme er aus einem Traum. Das verspielte Kätzchen, das wir lieben gelernt hatten, schien wieder da zu sein. Aber die Angst blieb, ein dunkler Schatten hing über uns. In dieser Nacht war der Schlaf eine ferne Erinnerung. Wir flüsterten, teilten unsere Ängste. Der Tierarzt hatte uns vor streunenden Katzen gewarnt, ihrer unbekannten Vergangenheit, ihrem Potenzial, Krankheiten zu übertragen. Aber damit hatte keiner von uns gerechnet. Am nächsten Morgen fanden wir Leafy zusammengerollt auf dem Teppich, sein übliches schelmisches Grinsen wieder an Ort und Stelle.
Aber die Erinnerung an seine plötzliche Verwandlung blieb bestehen, eine stille Warnung, die sich in unsere Gedanken eingraviert hatte. Wir wussten damals mit einer Gewissheit, die uns bis auf die Knochen kalt machte, dass Liefe mehr als nur ein Kätzchen war. Er war etwas anderes, etwas, das wir nicht ganz verstanden haben. Und er hatte ein Geheimnis, ein dunkles Geheimnis, von dem wir befürchteten, dass es eines Tages enthüllt werden würde. Die Wahrheit war, wir wussten nicht, was wir tun sollten. Können wir ihn behalten? Sollten wir versuchen, ihm ein neues Zuhause zu finden, ein Zuhause, in dem die Gefahren, die er birgt, uns nicht betreffen, Lilly nicht betreffen würden?